Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Wird ein krankes Video, kann ich euch direkt schon sagen, denn ich bin auf dem Weg zu dem, ich sag mal, zu einem der besten Service Center in Deutschland von Tesla, nämlich nach Mannheim. Warum nach Mannheim? Weil ich da nämlich mein Model Y abholen werde mit dem Namen, das könnt ihr euch schon merken, Optimus. Optimus wird er heißen. Das steht für wuchtig, das steht für positiv, so wie es sein muss. Ich kann euch auch sagen, ich musste mir heute sogar mal eine Liste machen, was ich euch alles in dem Video erzählen will. Denn es ist wirklich informativ vollgepackt, das kann ich euch versprechen. Wir werden als erstes, wenn wir in Mannheim ankommen, uns mal anschauen, ob der Wagen irgendwelche Mängel hat. Das ist absolut obligatorisch, denn ihr wisst selber, die ganzen Mix, also Made in China Modelle von Tesla, die sind alle qualitativ sehr, sehr gut verarbeitet. Da kann man absolut nicht meckern. Wir machen es trotzdem mal, wir laufen einmal drumherum. Außerdem werde ich euch zeigen, was ich an dem Wagen verändern werde. Ich habe den jetzt in weiß-weiß bestellt mit Standardfelgen 19 Zoll, diese Gemini-Felgen. Da muss ich was tun. Keine Frage, da muss ich was tun. Ich sage euch, oder ich teasere euch mal kurz an, was ich da machen werde. Der Umbau wird in diesem Video nicht stattfinden, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass nicht jeden dieser Tuning-Bereich interessiert. Von daher sprechen wir da nur kurz drüber. Dann werde ich euch auf die Heimfahrt mitnehmen. Das sind ungefähr 100 Kilometer, werde ich den Verbrauch sagen. Wir werden über die Geräuschkulisse im Wagen sprechen. Da wurde nämlich doch einiges noch verändert, allein schon die Moosgummis. Die Türen gehen wesentlich, ich sag mal, dumpfer zu als wie im Model 3. Da wurde noch mal einiges rausgeholt. Außerdem habe ich Tracky dabei, das bedeutet, wir machen eine 100 auf 200 Bestimmung. Interessiert mich einfach mal, was braucht der für Zeiten? Ich meine, der ist vom Luftwiderstand doch mal anders als wie im Model 3. Aber mich interessiert es einfach, vielleicht interessiert es euch auch. Dann nehme ich euch außerdem mit mal an Supercharger. Ich hatte es ja im ersten Video mit Kelvin schon mal angeteasert, dass die Batterien jetzt in dem Model Y, die in der ersten Welle jetzt gekommen sind, nicht ganz so prickelnd sind. Warum das so ist, im Detail erkläre ich euch noch mal am Supercharger. Da sprechen wir in Ruhe noch mal drüber. Außerdem habe ich noch ein absolutes Highlight. Ich habe einen Kumpel, der heißt Kevin. Kevin steigt in Frankfurt zu und wir fahren gemeinsam das Auto abholen. Jetzt erkläre ich euch was zu Kevin. Mit Kevin habe ich früher die ein oder andere Disco abgerissen. Ohne Mist, das war Party hart ohne Ende. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Ich habe geheiratet. Der Kevin ist mittlerweile sogar Familienvater von 2 tollen Kindern. Und er fährt, jetzt haltet euch fest, ein Range Rover, und zwar wirklich das Größte, was es von denen gibt. Ein Riesenkoffer, ein Panzer ist das. Und ich habe letztens gesagt zu ihm hier, Kevin, hast du nicht mal Lust, dir das Model Y anzugucken? Vielleicht ist das was für dich, wa? Hat auch riesig Platz und so. Und da hat er erst gestutzt, hat gesagt, ja, könnte man sich mal angucken. Und jetzt kommt er mit, er schaut sich mit mir an. Wir fahren dann sogar noch zu ihm nach Hause und machen einen Kinderwagentest. Das heißt, wir nehmen von ihm einen Kinderwagen, testen das mal im Model Y und in seiner Karre, da werden wir den Vergleich mal direkt sehen. Das heißt, Leute, es ist wirklich vollgepackt. Ich kann es mit Wort nicht beschreiben. Nach dem Intro geht's los. Wir sehen uns dann in Mannheim. So ihr Lieben, wir sind jetzt in Mannheim, gleich da vorne bei Tesla. Es war wirklich eine aufregende Fahrt. Guckt es euch an, da sind die nächsten Teslas schon drauf, Model Ys. Es war eine aufregende Fahrt. Warum? Weil einerseits, wir haben Freitag, wir sind genau in der Streikzeit von GTL gefahren, hat auch alles geklappt. Und andererseits, der Zug, mit dem wir gefahren sind, der hat ein bisschen so gemacht. Ich blende euch mal ein Bild ein, das war nicht schön. Nichtsdestotrotz, Leute, wer ist neben mir? Der Kevin. Ich grüße dich, Kevin. Kevin, ich habe schon die eine oder andere Story den Zuschauern vorhin im Intro gesagt, ja. Dass wir früher die Discos abgerissen haben förmlich. War eine geile Zeit, wirklich, aber Zeiten ändern sich. Du bist jetzt dabei mit deinem Range Rover. Du fährst zurzeit einen Panzer, kann man echt nicht anders sagen. Das ist ein Panzer, ja. Und du schaust dir heute mal auch das Model Y an, ob das was für dich ist, wa? Ist kein schlechtes Fahrzeug. Wir gehen jetzt mal vor und gucken es uns mal im Detail an. Wird spannend, ja. Eine Stunde später. Leute, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich bin jetzt wirklich nervös. Ich hätte es nicht gedacht, das ist der dritte Tesla. 512 PS, knapp 2100 Kilogramm, fast 2,1 Tonnen. Das ist ein Schiff, Leute. Ich bin ausgestiegen und bin erstmal ans Leere getreten, weil du bist vom Model 3 gewohnt, dass du einfach direkt einen Boden hast. Und hier trittst du erstmal ans Leere. Ich begrüße recht herzlich I am Optimus Prime. Willkommen in der Welt von André Scheidler. Es ist Wahnsinn, Leute. Ich bin mega glücklich,
absolut sick. Schöner Koffer, Radkappen sind dran. Ich habe im Prinzip ja die Originalen, das heißt kassenmodellmäßig genommen. 19 Zoll sind das. Weiße Sitze dazu. Hatte ich euch ja gesagt, ich bin sehr zufrieden. Kevin, absolut mega, oder? Hammer, Hammer. Richtig Hammer. Geil. Oder als einer, der noch nie mit Tesla Berührung hatte, ist sick, oder? Wahnsinn, das ist eine ganz andere Welt. Hammer. Ist eine andere Welt, kann man nicht Muss echt... man erleben. Muss man erleben. Alleine schon, wenn du hier stehst und auf dein Fahrzeug wartest. Es geht alles so easy, einfach leicht. Tesla ist leicht, Wahnsinn. So Leute, ich habe euch ja versprochen, euch dann auch mal zu zeigen, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind. Das heißt, wir gehen jetzt mal obligatorisch über den Wagen durch, schauen uns mal die Details an. Ihr müsst gucken, erster Punkt, ob Lacknasen sind. Ihr müsst gucken, ob eventuell irgendwo ein Spaltmaß nicht stimmt. Wenn ich das jetzt hier mal mache, wir gehen mal vorne lang, dann sehen wir hier alles wirklich akkurat. Da kann man nicht meckern. Andere Seite, kurzer Check. Wirklich super, wirklich super. Lacknasen habe ich nicht gefunden. Wir können hier auch noch mal gucken, ist auch alles völlig in Ordnung. Scheinwerfer, sitzen die richtig? Top, tipp, top. Großes Lob Tesla, wirklich tipptopp. Könnt ihr auch prüfen. Logo ist auch in Ordnung. Dann kann man hier noch mal gucken. Kappen, alles safe. Sieht sehr gut aus. Das hier sind Radkappen, das sind nicht die Felgen. Im Prinzip, wenn wir die abmachen, mache ich jetzt nicht. Dann seht ihr die Gemini-Felgen im Prinzip. Interessanterweise, bei den 19 Zoll fahren wir Hankook, war. Bei den 20er sind es wieder Pirelli. Also das nur als kleine Randinfo. Sind aber beides Top-Reifen, wirklich auch leise. Gehen wir mal weiter. Hier ist auch noch alles bündig. Also hier könnt ihr auch mal ein bisschen gucken an den im Prinzip Türöffnern. Aber wirklich, was soll ich sagen? So, was haben wir hier hinten? Auch alles in Ordnung. Kennzeichen befestigt noch schön mit Klett. Also das wird dann alles schön gemacht. Die Logos werde ich gleich tauschen. Hier kommt noch ein Spoiler drauf, habe ich schon alles zu Hause. Ja, hier unten ist die Anhängekupplung, zeigt Kevin gerade schon. Das werde ich noch mal ein bisschen einschwärzen mit Keramikversiegelung. Da wird das schön knackig schwarz. Hier haben wir drüben typische Verbrennerprobleme. Er springt nicht an. Toll. So, was haben wir noch? Die Tönung ist serienmäßig, das brauche ich diesmal nicht bezahlen. Hier ist auch alles in Ordnung. Also wirklich, ich kann nichts meckern, Leute. Ich suche, ich kann nichts meckern. Unglaublich schöner, guter Zustand. Eine Sache, die mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, ich habe keine Mattflaps dran, im Prinzip den Spritzschutz. Der hier drüben, das Model Y, hat sie dran. Wir haben sie jetzt nicht dran, ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, die sind vorne im Frunk drin. Schauen wir gerade mal rein. So, gucken wir doch mal rein. Dann haben wir hier schon mal UMC-Kabel. Wir haben hier noch mal ganz normales Kabel, 4 Meter für Typ 2. War. Aber die Mattflaps sehe ich jetzt nicht. Da muss ich noch mal nachfragen. Vielleicht wurden die vergessen. Aber ist nicht schlimm. Alles gut, alles gut. Genau, das habt ihr schon mal in dem anderen Video gezeigt, wo wir wirklich, muss man noch mal Danke sagen, Tesla, dass wir hier als YouTuber überhaupt bei euch filmen durften. Da haben wir ja das YouTube-Video gefilmt zum Model Y, zum ersten Model Y in Deutschland. Und hier, guckt mal, wie viel Platz hier ist. Oder? Kevin, guck's dir genau an. Wenn wir nachher ein Range Rover sind, will ich sehen, dass du mir so viel Platz zeigst. Es ist einfach geil. Ich gucke jetzt mal hier noch in den Kofferraum rein, mache euch den mal auf. Alles super, wirklich super. Platz ohne Ende. Ey, guckt euch das doch mal an. Kannst du schon reinlegen. Ja, das ist ja, da kommen noch genug Videos, Leute, Camping-Videos und so weiter. Es ist alles vernünftig, hat Substanz. Und das Schöne ist, Tesla lernt einfach auch dazu. Das gefällt mir. Im Vergleich zu manchen anderen Herstellern, die einfach immer weitermachen, ist Tesla ein Hersteller, der dazu lernt. Ja. Da lernst du wieder was, Kevin, fürs Leben. Ja, bleibt nicht stehen. Bleibt nicht stehen, es geht immer weiter. Du kannst dir nicht vorstellen, es geht immer weiter. Das ist Hammer. Sick. Hier, alleine dieser Ton, der hat mich beim Model 3 immer tierisch genervt, weil es einfach zu laut war. Nicht erschrecken, das sind nicht wir, das ist immer noch der BMW. Wenn ich jetzt hier drücke, es ist super sensitiv. Also wirklich toll, einwandfrei, bin super zufrieden. So, der Optimus hat natürlich auch Optimus-mäßige Sitze, nämlich weiße, strahlend weiß, gefällt mir. Ich bin ein Freund der positiven Gedanken und werde hier auch nicht enttäuscht. Ihr seht hier zum Beispiel auch keine Verfärbung des Dachhimmels, manchmal ist das so bei Auslieferung, aber hier ist wirklich alles gut. Das Leder sieht vernünftig aus. Wir haben die Sitze in super Material. Ich sag zu viel super, merke ich gerade. Scheiße, muss ich nachher mal ändern, muss ich immer Piepstone reinmachen. Hier ist auch alles in Ordnung. Das kennt ihr ja schon vom Model 3, hat sich nichts verändert. Was sich noch verändert hat, ist, dass hier jetzt kein Weiß mehr ist. Dafür ist hier das Weiß hochgewandert. Hier ist ganz normales Alcantara, fühlt sich sehr schön an, muss ich sagen. Hier ist nochmal Vlies drin, wisst ihr ja auch. Guckt einfach unser Video vom ersten Mal, da brauche ich euch jetzt nicht alles doppelt erzählen. Und sonst alles gut. Wir hatten 8 Kilometer auf der Uhr. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich sag mal,
0 bis 20, 0 bis 30 Kilometer, das ist alles im Rahmen. Und ansonsten, was soll ich euch noch erzählen? Ich kann nicht mehr erzählen. Normalerweise bei meinem ersten Model 3 habe ich fast eine Stunde gesprochen über die Menge. Hier kann ich nichts reden. Das ist einfach so. Eine Sache, die ich euch als kleinen Tipp noch mal gebe, wenn ihr die Gelegenheit habt, ein Model 3 neben euch stehen zu haben und da mal die Tür zuzumachen, macht das. Und danach geht ihr zum Model Y und macht hier die Tür zu. Das hört sich viel dumpfer an, das hört sich viel wertiger an. André ohne Mist, das ist Wertigkeit ohne Ende. Woran liegt das? Einerseits fühlen sich die Türen schwerer an und andererseits haben die Moosgummis hier nochmal überarbeitet. Das heißt, ich sag's doch, Tesla lernt dazu. Ja, im Ernst, die ersten haben sich sehr lapprig angehört und jetzt hier, wenn ich jetzt hier zumache, top, mega. So, wir haben uns ja mal kurz hier in den Kofferraum gesetzt vom Model Y. Und Kevin, ich frage dich jetzt ganz ehrlich, wie ist dein erster Eindruck? Du hattest noch gar keine Berührung mit Tesla, außer aus meinem Instagram-Kanal oder so, wenn ich mal bei dir war. Aber ansonsten, was sagst du? Das ist Wahnsinn, das ist echt Hammer, das Teil. Allein der Kofferraum, ne, wie man schon sieht, hier kann ich mich einfach hinlegen, hier kannst du sogar sonnen oder so. Ja. Das ist Wahnsinn, auch es ist echt, wie ich schon eben sagte, es ist eine ganz andere Welt. Und wo du... Man muss ja ehrlich sagen, du fährst einen Range Rover, der hat 120.000 € gekostet, hatte, das können wir ehrlicherweise sagen, schon Motorschaden gehabt. Den hast du neu gekauft und hatte... Mit 20.000 Kilometern hatte ich schon Motorschaden und Wahnsinn. Als andere Probleme und der Service ist einfach teuer. Ich sag mal, Diesel ist teuer, die Steuern sind teuer. Und dann überlegst du echt, warum überhaupt? Dann hol dir doch sowas, das ist einfach Wahnsinn. Hier passt der Service, du hast jeden Tag ein Update und ja, das ist ja auch, das ist immer wie Weihnachten so, war, wenn du ein neues Update bekommst, du wirst dann vielleicht auch angefixt mit Tesla und dann bist du immer ganz juckig. Ich habe zum Beispiel jetzt vor der Auslieferung, ging ja jetzt alles ganz schnell, ich habe vor 5 Wochen bestellt und jetzt sitzen wir hier schon. Also ich habe aber in der Zwischenzeit jeden Tag ins Tesla-Forum geguckt, das kann ich dir mal zeigen, TFF-Forum heißt das, und da guckst du jeden Tag natürlich rein, bist richtig angefixt, das ist Wahnsinn, einfach tolles Gefühl. es macht Spaß und auch alleine, wie schnell das Fahrzeug allein kommt. Woanders wartest du einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar, je nachdem, wenn du kriegst ja nicht immer das, was du haben willst. Ja. Und hier kriegst du einfach alles, ich sag mal, aus einem Fahrzeug. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich toll. Ich würde sagen, Kevin, wir reden nicht weiter, wir fahren jetzt mal eine Runde. Wir reden über die Geräuschkulisse und hier der BMW immer noch am Versuchen, seinen Motor zu starten. Okay, so Leute, jetzt müssen wir kurz mal schieben. Ich positioniere mal die Kamera. Das müsst ihr euch angucken. Ich hier gegenüber von Tesla. Junge Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgekriegt habt. Das ist oldschool, einfach oldschool. Oldschool. So, und eine Sache, was ich auf jeden Fall noch loswerden will. Ich möchte mich ganz herzlich bei Mannheim bedanken. Ihr seid eines der besten Service-Center, ohne Mist. Ihr habt es einfach drauf, ihr seid ein junges Team, dynamisches Team. Ich feiere euch ohne Ende. Genauso wie ihr uns feiert, glaube ich, mittlerweile. Aber ist toll, ist wirklich toll. 1000 Dank. So Leute, ich glaube, ich habe wieder einen richtig glücklich gemacht. Der Kevin darf die ersten Meter vom Optimus fahren. Er ist super zufrieden, wirklich super zufrieden. Das sieht man, glaube ich, auch an den Gesichtszügen. Wirklich toll. Es ist wahnsinnig tolles Fahren. Ich habe sogar das Gefühl, wir sind jetzt hier gerade noch mal ein paar Meter gefahren, dass er leiser ist. Müssen wir nachher auf der Autobahn jetzt mal gucken. Jetzt fahren wir nämlich direkt drauf und dann schauen wir mal, ob der Wagen leiser ist und auch wie der Verbrauch sich verhält. So, was wir auch bestätigen können, ist der Punch. Kevin, zeig mal kurz. Oh, also er geht wirklich super vorwärts, gefällt mir richtig, trotz der 2,1 Tonnen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, er hat nicht die identischen Motoren wie ist Model 3 drin, denn hier haben wir 514 PS, glaube ich, und ist damit auf der Niveau vom Performance Model 3. Ich blende euch da mal gerade eine Grafik ein, Tesla hat sich jetzt nämlich mal endlich geöffnet und die Leistungsdaten gezeigt, muss man ehrlicherweise sagen. Und 514 PS, das ist schon gewaltig. Hat mich selber überrascht, bin sehr zufrieden. Außerdem, wir fahren gerade 150 und ich muss nicht schreien. Also ich glaube echt, an der Dämmung hat Tesla was gemacht. Gerade hier beim Model Y. Bei Model 3 fand ich es da jetzt schon ein bisschen lauter. Kann vielleicht daran liegen, dass die Reifen noch so neu sind oder so. Aber ich finde es jetzt schon mal angenehmer, muss man echt so sagen. Ich kann mich ganz normal mit dir unterhalten. Das ist alles kein... gar nichts, ja. Das ist echt leise. Toll, wa? Schön. Natürlich, was haben wir denn vergessen bisher? Die Entjungferung des Bildschirms. Oh.
Mama mia. Wer will sie haben? Verschenke ich. Auf der Autobahn haben wir auch gerade mal richtig durchgeladen. Und wir müssen ehrlicherweise sagen, ich hatte die Befürchtung hinten, dadurch, dass der Kofferraum offen ist, dass man dieses Pfeifen hört, wenn der Elektromotor, ich sag mal, Power gibt, war. Ist gar nicht so. Ich habe jetzt nichts gehört, wirklich absolut sick. Ja. Wir werden aber nichtsdestotrotz auch euch noch was vorstellen für die, die unbedingt dort was haben wollen. So eine Art Abdeckung, ist ja typisch deutsch. Ich weiß nicht, welches andere Land das auch so hat, aber wer ein Kombi gewohnt ist oder sowas, hat ja da so ein Schiebding. Stellen wir euch alles in Ruhe nach vor, macht euch keine Säulen und dann habt ihr auch was dafür. So ihr Lieben, wir mussten natürlich auch gleich mal den McDonald's-Check machen. War Kevin? Ja. Kann man es hier ablegen, das Zeug, oder nicht? Sieht vernünftig aus. Kann man schön Milchshake unterbringen, einen McChicken dazu. Und was hast du? Ein Wrap, war? Wird der ganz gesunder hier. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFever-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFever bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Es ist ein Wagen, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Viele sagen, ja, Model 3 ist wendiger und sowas, verstehe ich auch alles. Ich meine, ich hatte jetzt 2 Tesla Model 3, ist alles gut. Das muss halt zum Benutzerprofil passen. Für mich ist der Kofferraum entscheidend, dass man auch vernünftig was reinpacken kann. Ich campe gerne mit meiner Frau und dafür ist das Model Y eigentlich perfekt geeignet. Ohne dass man direkt Abstriche machen muss, zwingend viel in der Reichweite und so weiter. Also von daher ist das wirklich individuell. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, Tesla Model 3 ist für mich schnittiger, sieht besser aus und so weiter. Alles gut. So Leute, eine Sache, die uns auch direkt noch aufgefallen ist, wir haben hier schon einen niedrigen Akkustand. Ich habe extra für euch jetzt richtig runtergeprügelt. Und wenn ich jetzt mal punche, der hat immer noch volle Leistung. Passt auf, es geht immer noch 80, 90. Also da merkt man nicht, dass wir einen niedrigen Akkustand haben. Das heißt, die LG-Zellen, braucht ihr euch da schon mal keine Gedanken machen, dass ihr da irgendwie dann Powerverlust habt. Kommen wir nun mal zum nächsten Thema, was ich euch versprochen habe. Und zwar geht es um das Laden der Mix Model Ys, die jetzt im Q3 im Prinzip gekommen sind. Wir sind jetzt gerade hier bei Eschborn in Eschborn am Supercharger und haben für euch extra mal das Model Y jetzt richtig runtergeprügelt. Kevin, wenn du mal kurz hier zeigst, wir haben jetzt hier 4% sind wir jetzt hier angekommen, also wirklich fast leer. Wenn wir uns jetzt nochmal die Thematik überlegen, ich hatte es ja eingangs schon mal in unserem ersten Model Y Video erklärt. Dieses Model Y aus China hat einen 5C LG Akku drin. Das bedeutet 77 Kilowattstunden. Und wir wissen aus der Vergangenheit schon, dass der auch im Model 3 verbaut wird. Und daher wissen wir auch schon, dass es negative Punkte gibt und dass es auch positive Punkte gibt. Positive Punkte nenne ich zuerst, und zwar wenn es kalt ist draußen, also jetzt kommt ja eh die Wintersaison, da performt dieser Akku wirklich gut. Außerdem kann ich auch gleich einen nächsten positiven Punkt sagen, den habt ihr gerade auch gesehen in der Einblendung. Ich kann bei einem wirklich super niedrigen Akkustand noch immer Vollgas geben. Das weiß ich, hatten die ersten Panasonic Model 3s ich sag mal Ende letzten Jahres nicht. Da musste es ein Update geben und so weiter. Hier das Problem haben wir nicht, also wir haben wirklich vollen Punch. Negative Punkte kommen wir nicht gleich, das will ich euch jetzt zeigen. Erstens, er wird nicht die 250 kW erreichen. Er wird sich vielleicht so einpendeln 220, 230, wenn überhaupt. Und dann ist das nächste Schlechte, der Peak geht direkt wieder runter. Das bedeutet, ihr habt ja so ein Plateau und normal ist es so bei den Panasonic Akkus, dass das Plateau wirklich ein Stück weit gehalten wird mit 250 kW und dann fällt es erst ab. Bei den LG Akkus hier, bei dem alten 5C Akkus ist es wirklich so, das geht hoch und geht direkt wieder runter. Man kann hart sagen, ihr steht hier 5 bis 10 Minuten länger im Vergleich zum Panasonic Akku. Das ändert sich im Q4, wird sich das ändern, weil dann kommen die 5L Zellen raus. Das ist die Weiterentwicklung der 2170 Zellen von LG und dann sollten die Probleme auch behoben sein. Ihr habt außerdem dann 82 Kilowattstunden drin und einfach eine andere Performance, das hoffen wir zumindest. Und alles in allem, nochmal Thema Reichweite. Viele von euch fragen ja, oh, wie weit wird jetzt das Performance Model Y kommen? Und das kann ich euch einen ganz einfachen Tipp geben. Geht in den Konfigurator ein, geht unter Settings, unter den Einstellungen auf Macau. Das ist im Prinzip der Hongkong-Markt. Der läuft ähnlich wie die europäische Linie. Und dann schaut ihr euch die Kilometer an. Dann seht ihr nicht, dass das Performance um die 500, ich muss jetzt lügen, 28 Kilometer kommt. Das Long Range
mit den neuen 5L Akkus dann um die 542 Kilometer kommt und der Standard Range mit den LFP Akkus 60 Kilowattstunden kommt dann um die 450 Kilometer. Also das ist im Prinzip schon der Vorläufer von dem, was uns bald hier erwartet. Und ja, lasst euch da einfach inspirieren. Da seht ihr schon mal, wo der Weg hingeht. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe zwar jetzt hier den alten Akku, aber der Wagen ist ja eh schon verkauft für Februar 2022. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken. Aber wir haben auf jeden Fall da noch einen schönen Brocken vor uns. Ich zeige euch jetzt mal, was ich gerade gesagt habe, dass der Peak wirklich nicht bis 250 geht. Und ihr könnt mir auch glauben, das zeige ich euch gerade mal. Ich habe den Wagen jetzt wirklich geprügelt, wo es ging. 113 Kilometer sind wir gefahren und haben jetzt hier einen Verbrauch von 23,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und trotzdem muss ich echt sagen, das Ding ist sparsam. Wenn ich so gefahren wäre mit Model 3, hätte ich mindestens genauso den Verbrauch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, jetzt schauen wir uns erstmal die Ladekurve an. Punch direkt hoch, geht extrem schnell hoch. Das wundert mich gerade, ehrlich gesagt, 220, 230, 240, 250. Was ist denn hier bitte los? Was ist hier jetzt bitte los? Ich muss meine Worte, glaube ich, zurücknehmen. Ich muss meine Worte revidieren, Leute. Aber er erreicht zwar 250, aber der Peak fällt ziemlich schnell ab. Jetzt geht es schon wieder runter. Ihr seht es hier. Also den ersten Part, den muss ich zurücknehmen. Er erreicht locker 250 kW. Jetzt ist nur die Frage, wie lange bleibt er über 200? So Leute, jetzt hake ich noch mal ein. Wir sind jetzt nicht mal bei 10% und er ist schon fast unter 200 kW. Das meinte ich. Also der Peak geht zwar extrem hoch, aber fällt auch schnell wieder ab. Guckt euch das noch mal an. Das macht ja fast Sprünge. So schnell geht das wieder runter. Und das ist echt der Nachteil der LG 5C Zellen. Hoffentlich wird sich das mit den 5L-Zellen verbessern. Ich wünsche es mir sehr für alle, die jetzt auch in Q4 ihr Model Y bekommen. Und alles in allem, ja, laden wir jetzt mal voll. Uns sind außerdem noch ein paar kleine Punkte aufgefallen, die muss ich jetzt noch mal ergänzen. Nicht so positive Punkte. Und zwar haben wir doch jetzt einen Dreckfleck gefunden. Wir haben einen Dreckfleck gefunden. Ich blende es euch mal ein. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und zwar ist es einmal hier, ist ein Dreckfleck. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Aber hier ist es auf jeden Fall ein bisschen dreckig. Da ist einer mit seiner Hand dran gekommen. Das lassen wir noch wegmachen. Außerdem ist uns aufgefallen, dass bei hohen Geschwindigkeiten, dass er sich zwar unheimlich gut fährt wie auf Schienen. Also ich habe eher das Gefühl, dass das Fahrwerk wesentlich härter ist als wie bei Model 3. Das fährt sich auf Schienen 217, haben wir gar nicht gemerkt. Aber irgendwo hier hinten pfeift es unheimlich. Ich weiß nicht woher, aber das ist unnormal. Als ob ein Fenster nicht richtig zu ist. Müssen wir auch noch mal gucken. Andere Sache, die mir auch aufgefallen ist im Vergleich zum Model 3, ist der Rückspiegel. Ihr seht wesentlich weniger als wie bei Model 3, wenn ihr das mal seht. Ihr seht ja diesen weißen Balken, das ist genau oben diese Dachlinie und dadurch habt ihr ein bisschen weniger, ja, ich sag mal Rückumsicht. Das ist bei Model 3 besser. Außerdem positiver Punkt noch ist die Soundanlage vom Model Y. Ich finde die noch mal deutlich besser als wie bei Model 3. Ich weiß nicht warum. Ob es an den Soundanlagen hinten am Kofferraum liegt, weil da sind noch mal zwei Boxen verbaut. Weil der Bass wirkt irgendwie bassiger. Wirklich toll. Hört sich noch mal schöner, eleganter an. So, und jetzt blicken wir nämlich noch mal rein. Jetzt sind wir nicht bei 18% und haben nur noch 160 kW. Das ist der große Nachteil der LG-Zellen. Muss man ehrlicherweise so sagen. Leute, ihr glaubt nicht, was gerade hier am Supercharger passiert. Und zwar habe ich einen wirklich treuen E-Fieber-Zuschauer gesehen. Guido, ich grüße dich, Guido. Hallo, grüß dich. Schön, dass das gerade klappt. Du hattest nämlich auch die Idee, dass wir einfach mal das Model 3 daneben stellen. Und wirklich so im Maßstab, dass es passt, wa? Genau. Und dein erster Eindruck, was sagst du? Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert von dem Wagen. Den wollte ich auch ursprünglich zuerst haben, aber ich hätte zu lange warten müssen. Darum habe ich mir den anderen jetzt geholt, das Model 3. Aber wenn ich die zwei so nebeneinander sehe, das ist schon eine tolle Sache. Also das ist muss toll, man schon sagen. Sieht super aus. Ohne Mist. Ja, aber ich hätte den genauso genommen, in weiß-weiß. Also, weiß-weiß, ja, wa? definitiv. Mega, definitiv. auch diese Helligkeiten, sowas. Ja. Ich gehe mal von der Seite und dann sehen wir noch mal genau den Kontrast, Leute. Ich mache mal ganz langsam, ich gehe mal ein bisschen weiter runter und dann lasst euch einfach mal inspirieren. Wir sind hier vorne wirklich bündig und da seht ihr schon mal, das Model Y hat von der Höhe einen komplett anderen Unterschied. Ich gehe noch mal so ein Stückchen zurück. Seht ihr es oben rausgucken? Hinten sehen wir auch eindeutig, dass es im Prinzip höher ist.
hinten, seht ihr das? Wir sind hier auch sehr bündig drin. Also ist Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Ich gehe jetzt mal von der Seite rein. Die Leute stehen hier echt drumherum und gucken, das ist Wahnsinn. Ich meine, Model Y gibt es noch nicht so viele da draußen. Das ist echt irre. Gucken wir jetzt mal von der Perspektive hier. Da seht ihr das auch nochmal. Also es überrollt fast das Model 3. Kann man nicht anders sagen. Wir gucken jetzt hier nochmal. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Da seht ihr das auch nochmal. Sonne spielt auch gerade mit. Mega, wirklich mega. Totale Perspektive von unten nach oben. Ich gehe nochmal ein Stück näher ran. Für alle, die sich fragen, welches Fahrzeug sie nehmen. Wenn ihr Platz wollt, wenn ihr einen geilen Kofferraum wollt, nehmt Model Y. Wenn ihr Sportlichkeit wollt, wenn ihr auf der Rennstrecke fahren wollt, nehmt Model 3. Kann man nicht anders sagen. So ihr Lieben, nächste Disziplin, 100 auf 200. Let's go! Und wir haben die 200 geknackt. So ihr Lieben, als letztes Etappenziel haben wir euch versprochen, dass wir hier wirklich von Kevin seiner Familie den Range Rover, ist ein Riesenkoffer, versus das Model 3, nicht Model 3, sondern Model Y nehmen. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinleuchte, rein von den Kofferraumverhältnissen, was wir hier haben, ist es genau fast ähnlich wirklich zum Model Y. Man glaubt es kaum. Von der Länge sind die Fahrzeuge, glaubt man auch nicht, identisch. Also wirklich komplett identisch. Und wir machen natürlich jetzt auch mal mit den Kinderwagen, einer ist schon zusammengeklappt, den Test hier rein und hier rein, ob das passt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das sieht nicht schlecht aus für das Tesla-Modell. Und der Unterschied hier ist wirklich noch, wir haben hier noch mal extra Stauraum. Das gibt es bei dem nicht, da ist nämlich der Motor drin. Und wir haben außerdem, was ich ja schon gezeigt habe, hier auch noch mal fetten Stauraum. Und das hat dieser Wagen nicht. Deswegen, wenn man dieses Volumen komplett zusammennimmt, hat man, denke ich, wesentlich mehr als wie dieser. Hier sind hier 2 Kinderwagen verstaut. Mega, wirklich mega. Und jetzt zeig mal das, wie es bei dir aussieht. So, jetzt haben wir hier alles wieder verstaut. Er ist ein Ticken breiter, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, das soll kein Hindernis sein, oder? Was sagst du? Ja. Hier kriegt man so parallel rein. Und wir haben ja jetzt hier nicht so viel Stauraum wie bei dir drüben. Nee, das stimmt schon. Hier hast du ja hier unten noch, genau. Da kann ich das kleine Teil da noch reintun, dann ist das auch weg, da hast du wieder mehr Platz. Ja, deswegen. Also das musst du dir echt gut überlegen, Kevin. Das musst du dir echt gut überlegen. Ja. Also wirklich, geh in dich. Und dann haben wir noch die Front, sage ich mal, ne? Ja, die haben wir auch noch, richtig. Ja, das ist schon mega. Also da kannst du drüber nachdenken. Also bei mir ist ja jetzt hier Feierabend. Ja. Vom Platz her, da gehe ich noch einen Koffer drauf und dann ist gut. Ja, deswegen. Und jetzt, wenn wir noch mal reingucken, mach mal bitte eine Tür auf. Ich will noch mal kurz reingucken, wie sieht er von innen aus. Guck mal, jetzt haben wir jetzt einen Kindersitz zum Beispiel hier. Ja. Es ist aber auch sehr viel Platz, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also das kann man nicht verneinen. Da müsstet ihr mal testen, vielleicht noch mal mit Kindern dann alles zusammen drin, Kindersitze drin, war. Das wäre nochmal ein Votum, sag ich mal, also das nochmal zu probieren. Weil mit Kindern ist es wieder anders. Richtig, ja. Siehst du nochmal die Abstände, gerade die zweite Reihe, aber hier bei dem Model Y ist es echt Hammer, die zweite Reihe. Also ich saß ja schon drin hinten. Vor allem, du hast jetzt wirklich fast die gleichen Platzverhältnisse für die Hälfte des Geldes. Das muss man echt mal sagen. Und die Unterhaltskosten sind geschenkt, da brauchst du keinen Motorschaden Gedanken machen oder sowas. Richtig, ja. Und die Service musst du nicht machen, Inspektion musst du nicht machen. Das muss halt alles mal gegenrechnen. So Leute, ich bedanke mich erstmal bei dir, Kevin, dass du heute Zeit hattest. Gerne, das machen wir wieder. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Es war super und jetzt bin ich in der Erfahrung weiter und ja. Es lohnt sich. Ohne Mist. Denn es war ein anstrengender Tag. Ich würde mich jetzt auch verabschieden, Leute. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, das ist jetzt noch in eigener Sache, weil ihr uns immer gefragt habt wegen Unterstützung oder sowas, wie ihr uns unterstützen könnt, supporten könnt. Wir haben jetzt einen Patreon-Account eingerichtet. Da gibt es einmal die Supporter und einmal die Visionäre. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wirklich kein Zwang, alles freiwillig. Und das Geld, was da rumkommt, das steckt man natürlich hier in den Kanal rein, in dieses Videomaterial. Hier brauchen wir mal einen neuen Akku für die GoPro und so weiter. Also es gibt immer was zu investieren. In dem Sinne wirklich, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.